Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute sprechen wir einmal über die Mietpreise in der Schweiz. Ihr wisst, eine Wohnung in der Schweiz kann sehr teuer werden und es kommt natürlich stark darauf an, wo ihr wohnt. Und auch ist der Steuervorteil, den ein Kanton vielleicht bietet, nicht immer wirklich ein Steuervorteil, da die Mieten im Verhältnis dazu wieder höher sind. Somit gleicht es sich immer aus. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr Fragen habt zum Auswandern in die Schweiz, dann schaut mal auf auswandernschweiz.ch. Dort findet ihr alles Mögliche, hunderte Artikel, gratis Beratung, alles Mögliche, was ihr braucht, um in die Schweiz auszuwandern. Also mit uns war es wirklich nie einfacher. Und kommt gern in unsere Facebook-Gruppe Auswandern Schweiz, die größte deutsche Community zu dem Thema. Das Erste, was du meist hast, wenn du in die Schweiz kommst, ist, dass dich die Mieten halb erschlagen. Also als ich gesehen habe, dass wir hier 2000 Franken Miete zahlen müssen, ich dachte, was zur Hölle, was sind denn das für Preise? Aber es steht natürlich immer im Verhältnis zum Lohn. Wenn du jetzt aber überlegst, was du dir für das Geld in Deutschland für eine Bude leisten könntest, also da hättest du ein Schloss. Deswegen muss man wirklich überlegen, wenn du jetzt in der Grenzregion wohnst, ist es manchmal besser, Grenzgänger zu bleiben, weil dann können sich viele in Deutschland eine deutlich größere Immobilie leisten oder eine größere Wohnung, auch für die Familie. Von daher lohnt es sich nicht immer. Also ihr müsst das wirklich individuell für euch immer ausrechnen. Und ich habe für euch mal ein paar Beispielpreise von 2-Zimmer-Wohnungen in der Schweiz rausgesucht. Also das sind jetzt Medianwerte und da ist es in Zürich zum Beispiel bei 1650 Franken, in Genf bei 1600, in Lausanne bei 1400, in Bern bei 1300, in Luzern bei 1300, in Basel zum Beispiel dann bei 1200 oder in St. Gallen bei knapp 1000. Zürich zum Beispiel ist ja sehr, sehr beliebt bei deutschen Auswanderern, weil einfach super viele Deutsche schon da wohnen, ja, also man findet schneller Anschluss, aber ja, Zürich ist auch nicht immer so beliebt bei den Schweizern tatsächlich, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Aber wenn ihr jetzt seht, Zürich 1600 Franken und Basel 1200 Franken, dann ist also dieser Steuervorteil, den der Zürich zum Beispiel bietet, der wird eigentlich durch die Miete wieder kompensiert. Wir haben natürlich das Problem in Deutschland mit der Inflation, die jetzt natürlich die Jahre zuvor noch schlimmer wurde. Das heißt, alles ist teurer geworden, die Löhne sind nicht wirklich gestiegen. Das heißt, die Situation in Deutschland ist eher noch schlechter geworden und die Mieten müssen natürlich irgendwo erhöht werden, weil du musst die Inflation ja ausgleichen. Also der Vermieter hat ja auch höhere Kosten und diese Kosten legt er eigentlich um auf den Vermieter. Deswegen macht es ja auch oft Sinn, sich Eigenheim zu kaufen. Aber nicht immer in der Schweiz, da wenn du dein Haus abbezahlen würdest, theoretisch würde es als Vermögenswert zählen. Du musst wieder mehr Vermögenssteuer zahlen und so weiter und so fort. Also das ist auch individuell. Dadurch zahlen die meisten Schweizer ihr Haus eigentlich nie ab. Also sie haben immer Schulden, weil du diese Schulden eben gegenrechnen kannst gegen dein Vermögen. Wir können ja mal den Vergleich Basel und Zürich machen, weil ja, das sind zwei sehr beliebte Städte zum Auswandern. Ich wohne persönlich in Basel und ich schätze es sehr, weil ich habe die Grenznähe, ich habe hier sehr, sehr kurze Wege. Basel ist wie ein Dorf, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr mich irgendwann mal in Basel treffen werdet. Und freue mich natürlich, wenn ihr mich anquatscht und mit mir redet und so, kein Problem. Macht mir immer Spaß, euch kennenzulernen. Aber jetzt mal, zum Beispiel Zürich, ja. Ihr habt eine Familie, vielleicht 2 Kinder und seid verheiratet oder so, dann braucht ihr schon mal 3,5 Zimmer ungefähr, da ja vielleicht jedes Kind mal sein eigenes Zimmer braucht, früher oder später. Und da ist ein Median-Mietpreis, liegt bei ca. 2500 Franken in Zürich. Wenn du dir jetzt überlegst, wie viel Geld das ist und du ja auch noch Krankenkasse und so weiter bezahlen musst, viele Einkäufe bezahlen musst, dann könnt ihr mit Krankenkasse nochmal 2 Kinder vor 1200 vielleicht draufrechnen, 1200. Seid ihr bei 3,5, 3,7, fast bei 4000. Erstmal nur so Fixkosten. Dazu kommen noch Versicherungen. Wenn ihr noch ein Auto habt, wird es natürlich noch schlimmer. Also die Kosten sind sehr, sehr hoch für ein Auto in der Schweiz. Deswegen habe ich persönlich keins. Aber das hat auch was mit meinem Lebensstil, dem Frugalismus zu tun. Da brauche ich nicht unbedingt ein Auto. Wenn ihr jetzt aber überlegt, da habt ihr schon mal gute Fixkosten von, sag ich mal, 5000 Franken netto. Ja? Also das Gehalt eines Partners geht eigentlich schon weg, nur für die Fixkosten bei einer Familie. Und in Basel wäret ihr jetzt bei 1800 Franken ungefähr für dieselbe Wohnungsgröße.
Und klar, ihr zahlt wieder ein bisschen mehr Steuern und so. Aber ihr habt halt wieder auch die Nähe zu Deutschland, ja, wo man wieder mal günstiger einkaufen könnte oder solche Sachen. Ihr könnt das ja mal vergleichen auf den ganzen Portalen, die ihr so findet im Internet, was sich lohnt für euch. Ich bin ja ein sehr Gefühlsmensch, ja, also wenn ich irgendwo wohne, dann muss ich mich in der Umgebung wohlfühlen, ich muss mich in dem Haus sehr wohlfühlen und das braucht für mich so einen besonderen Charme. Also wir hatten immer sehr alte Häuser zum Beispiel, ja, also 16. Jahrhundert, das hier ist vom 1563, also wir hatten immer besondere Orte, sage ich mal, ausgesucht, ja, wo auch nicht alles perfekt optimiert sein muss, ja, sowas interessiert mich gar nicht. Mir geht es eher darum, dass mich die Wohnung kreativ anspricht, mich inspiriert und so. Und natürlich auch der Ort, wo ich bin, ja, also wenn ihr euch jetzt eigentlich müsstet ihr euch zuerst den Kanton in der Schweiz aussuchen, wo ihr gern leben wollt, weil ihr die Umgebung dann so schön findet und dann guckt ihr nach dem Job, holt euch den und dann guckt ihr nach der Wohnung und der Miete. Und wichtig wäre mir persönlich, dass ich kurze Wege hätte, vielleicht nicht so eben Pendelzeit spare, weil das natürlich auch wertvolle Lebenszeit ist. Es gibt eine Grundregel, wie hoch denn die Miete sein sollte. Und es ist so, Grundregel des Sparens ist eigentlich, dass die Miete nie höher als 1/3 des Nettoeinkommens sein sollte. Das andere Drittel, das sparst du am besten und das andere Drittel dann ist zum Ausgeben und zur freien Verfügung. So mache ich das seit Jahren. Dadurch habe ich einen konstanten Vermögensaufbau und ich habe jeden Monat mehr Geld als den Monat davor. Es gab keinen Monat, wo ich mal weniger Geld hatte. Von daher, das ist so die Grundregel. Versucht unbedingt euch daran zu halten, wenn ihr also auch Wert auf Vermögensaufbau legt und auf eine gute Rente oder ihr euch irgendwann mal, ja, keine Ahnung, ein Eigenheim vielleicht kaufen wollt, weil da müsst ihr auch 20% Startkapital mitbringen. Also ihr könnt hier nicht einfach so einen vollen Kredit aufnehmen. Nein, du musst in der Schweiz eine Basissumme schon mal parat haben, ja. Und wenn so ein Haus über 1 Million kostet, was sehr wahrscheinlich ist, dann könnt ihr euch ausrechnen, ist das schon eine Menge Geld, was man da auf der hohen Kante haben muss. Von daher schaut unbedingt, dass ihr euch eine Notgroschen beiseite legt. Das ist ganz, ganz wichtig in der Schweiz. Ihr müsst wirklich Eigenverantwortung übernehmen für euer Geld. Ihr könnt nicht wie in Deutschland den gleichen Lebensstil leben, denn der deutsche Staat tut sehr viel für einen und vermittelt oft nicht so oder setzt nicht voraus, dass ihr eine gute finanzielle Bildung habt, weil irgendwo fängt euch der Staat wieder auf. Die Schweiz wird das nicht tun. Und wie ihr so eine Wohnung findet, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das werde ich euch oben verlinken. Schaut da gerne mal rein. Der wichtigste Tipp vielleicht ist, da ihr schlechtere Chancen habt, eine gute Wohnung zu finden, wenn ihr Zuzügler seid, das muss man einfach mal so sagen, ist, dass ihr auf jeden Fall eine Schweizer Nummer habt, vielleicht schon irgendwo eine Schweizer Adresse organisiert, von mir aus von einem Kollegen oder einem Airbnb oder irgendwas, und dass ihr euch wie eine Bewerbungsmappe für die Wohnung zurecht macht, ja. Und da ist dann schon alles drin. Von mir aus Arbeitsvertrag, so kurzes Feedback über euch und Einkommenssituation und so weiter und so fort. Ihr müsst quasi demjenigen, der euch diese Wohnung vermitteln soll, dem Manager da, ihr müsst ihm die Situation so einfach wie möglich machen. Ja, dass er gar keinen Aufwand mehr mit euch hat und dann bleibt ihr natürlich im Kopf. Bei uns war es zum Beispiel so, wir mussten auch mit der Vermögenssituation bürgen und sagen, okay, guck mal, so und so, uns geht's ganz gut und so, wir haben hier genug Zeug. Jeder könnte die Wohnung selbst bezahlen, wenn der andere mal nicht mehr da ist, weil wir nicht verheiratet sind und solche Sachen, ja. Und da wird sehr, sehr viel gefragt und man muss auch manchmal ziemlich Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben oft vom Privat gemietet, das war auch sehr angenehm und bisher sind meine Erfahrungen in Schweizer Wohnungen wirklich gut. Also die Leute tun auch was für dich. Ich bin auch sehr gerne ein Mieter, weil Miete, also guck, du schreibst einfach, hey, das ist kaputt, schick einen Handwerker. Das muss gemacht werden, kommt jemand vorbei und repariert dir das und das kostet mich nichts im Endeffekt. Klar, auf lange Sicht wird es auf die Miete wieder umgelegt und so, aber auf den direkten Tag hin kostet es mich nichts. Und Handwerker in der Schweiz sind wirklich teuer. Deswegen bin ich hier auch sehr gerne Mieter, muss ich sagen. Also ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ihr eine Wohnung wirklich wollt, dann ruft unbedingt da an. Schreibt vielleicht nicht eine Mail, das dauert manchmal ziemlich lange. Also ja, das kann ich euch empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr eine kostenlose Beratung wollt zum Thema Auswandern oder was auch immer, schaut auf auswanderschweiz.ch vorbei. Auswandern war nie leichter mit uns und die Seite wächst ständig. Also ja, wir sind da sehr engagiert dahinter und ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Lasst gerne ein Like da, abonniert kostenlos unseren Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.